Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass so viele zu unserer Vernissage gekommen sind zur Eröffnung unserer Sonderausstellung Arbeiterinnenfußball. So oder so ähnlich sollte eigentlich mein Beitrag beginnen. Unter den Bedingungen von Corona mussten wir leider unsere übliche Vernissage zur Eröffnung unserer Ausstellung umfunktionieren in eine digitale Form. Deswegen auf diesem Weg möchte ich euch ans Herz legen, besucht die Ausstellung Arbeiterfußball, die Sonderausstellung im Rahmen der Kiezbeben-Ausstellung im FC St. Pauli Museum. Eine Ausstellung, mit der wir ein, wie ich meine, sehr vernachlässigtes Thema ein wenig aus der Versenkung hervorholen wollen, eine Wanderausstellung, die sich mit der Geschichte der Arbeiterinnen-Sportbewegung in Deutschland beschäftigt, mit sehr vielen Exponaten, die unter anderem auch deutlich zeigt, dass die Arbeitersportbewegung als politische Bewegung der Arbeiterinnenbewegung sehr viel Einfluss hatte in den 40 Jahren ihres Bestehens, nämlich von ungefähr 1893 bis zur Zerschlagung durch die Nazis 1933. So am Rande räumt die Ausstellung auch mit einem hartnäckigen Gerücht, einem hartnäckigen Mythos unseren Verein betreffend auf. Für viele ist der FC St. Pauli immer noch der Arbeiterverein. Gleichzeitig war der FC St. Pauli auch in einer Stadt, die von der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung wesentlich geprägt wurde, nie wirklich ein Arbeiterverein. Es wurde zwar beim FC St. Pauli zum Mythos erhoben, wenn Fußball gearbeitet wurde, aber wie gesagt, Mitglied und Teil der Arbeiterinnensportbewegung war der FC St. Pauli nie. Was die Arbeiterinnensportbewegung ist, welche Ideologie und Philosophie sie vertritt, könnt ihr in dieser wirklich interessanten Ausstellung nachlesen. Wir haben sehr viele Exponate zur Verfügung gestellt bekommen. Wir sind sehr dankbar, dass uns diese Ausstellung zur Verfügung gestellt wurde vom Paderborner Kreis Arbeiterinnenfußball, welcher diese Ausstellung entwickelt hat. Mit Unterstützung wird sie hier präsentiert vom BAM, unserem Bildungsprojekt und der finanziellen Unterstützung der Körperinnenstiftung. Ergänzend zu der Wanderausstellung haben wir einen eigenen Schwerpunkt gebildet mit Arbeiterinnenfußball in Hamburg, der immerhin durch 28 Vereine bis 33 den Arbeiterinnensport und dessen Ideologie und Philosophie in Hamburg aufrechterhalten hat. Was Arbeiterinnensport ist, möchte ich ganz kurz und abschließend mit einem Zitat belegen, welches meiner Meinung nach ganz gut zeigt, um was es sich damals gehandelt hat. Die freiheitlich gesinnten Turnerinnen und Turner werden eifrig mitarbeiten, ein altes, verfaultes System mit Stumpf und Stiel auszurotten, alte Ruinen niederreißen, damit neues Leben aus ihnen erblühte. Unter diesen neu errichteten Gebäuden erst werden wir ausrufen können, wir haben Friede, Freiheit, Recht. Keiner ist des anderen Knecht. Oder, wie es von der Gegengerade in den 80er Jahren halte, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, nie wieder dritte Liga. In diesem Sinne, kommt alle zur Ausstellung. Das Museum ist wie gehabt 4 Tage in der Woche für euch geöffnet.